Okay. Oh, moin. That's not quite enough damage for Renala. So... 3, 2, 1, und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Heute gucken wir uns an vom lieben Bushi. I broke Elden Ring with Frenzy Flame. Frenzy Flame, okay. Ist, sehr, sehr wild. Let's go. I want to break Elden Ring with the Frenzied Flame spells. Die Musik einfach. Okay. Alter Schwede. Die ist so stark, die Dinger. I'm going to make the strongest build I can with the frenzy spells, just to see how many bosses I can completely destroy with them. Ist doch der klassische Or I'll use Melina Dings, to ne? light the Erd Tree on fire. So how did I make this build from the beginning of the game? Good question. I start by heading south to the Weeping Peninsula for the Flame of Frenzy and the Faith tier. Then buy up the Finger Seal to use one time on the Knight in the Hero's Grave in Limgrave. This gives the Dragon Communion Seal, which is the best scaling option in the early game, but the downside is it requires Arcane instead of Faith. Then I travel all the way up to Altus Plateau using the Stormvale side path and the Dectus Lift to pick up the Fire Scorpion Charm and get to Volcano Manor for Somber 5, 6, and 7. I get 1 through 4 from EG, 8 and 9 are from Dragonbearer. Könnte genauso gut Ukrainisch reden, ne? Flame grant me strength, Golden Vow, and the Jellyfish Shield, which prepares me for this fight against the Putrid Avatar. Das Schild sieht cool aus. There it is. Alter. Oh! That gives me the Flame Shroud and Crack tier, which is obviously pretty good for these incantations that do 100% fire damage. And before blasting Margit, I grind these guys in Volcano Manor for a while to get the Black Dumpling Helmet, then visit Patches to buy 2 items off of him, Margit Shackle, into this sponsor segment. We all love MMOs where progress is everything, right? Ach so, das hätte okay, I understand. Ja, ja. Ich sagen, was ist diese? Your job is to create a team of heroes and equip them with the most powerful skills and abilities. Get new Selbstverständlich. level up your existing ones, Wenn er ein Dings hat, dann macht's über sein Dings. Ihr wisst, Promocode. Every move you make pushes you further towards total domination. Kennt Recently, ihn. I stumbled upon an amazing game in this genre, Hero Wars. Hero Wars offers a wide range of heroes to choose from, each with their own unique Die machen auch viel abilities and Werbung. playstyles. Also wenn ich irgendwie was sehe, Battles are intense and require ich spiele ja strategic auch gerne thinking to Final come out on top, Fantasy which keeps players on their Tactics toes. so. In addition, the game Und has wenn a da strong Werbung social gemacht wird, damit du halt component weiterspielen allowing kannst, players ne, to dann team ist up es in with 2 others von and 3 compete Fällen against each dieses other in Spiel. various modes. The developers are also constantly Das könnte updating schlimmer the sein. game. Das könnte Raid Shadow Legends sein. Das war es ja früher. Es ist quasi der geistige Nachfolger davon, Ja. so für mich und meine Spiele. Through content, keeping things fresh and exciting. Ich habe bestimmt schon Overall, 80 Hero Mal Wars is just a den fun 3 and Sekunden addicting Clip von dem Ding game gesehen. that has something for Mindestens. everyone. Oh yeah, I almost forgot. Here's a question for you. Where can you get 30,000 coins, 600 emeralds, and 5 awesome heroes to start dominating in Hero Ich hoffe Wars doch mit right now? deinem Well, QR-Code. the answer is in the link in the description below. Ah. Hero Wars now. Gut. Das Ding ist dann, diese Heroes sind dann temporär, die halten Ach, 7 echt? Tage. Weiß ich nicht, Ach, so aber kann ich mir Schmutz. vorstellen. Warum solltest du sonst 5 gute Helden von Anfang an bekommen? Weil es 300 gibt. So. Und es sind halt nur so die zweitbeste Tiere. Oh, geil, er hat einfach nichts an. Nur seinen geilen Schild. Alter, okay. Was ein schweres Spiel, dieses Elden Ring. Ja, ne? Oh, es ist so schwer. Und so musst du auch überlegen, er ist da halt schon seit 4 Stunden jetzt bei. Ja, schon klar. Das hätte halt ein bisschen lange gedauert. Ah. Vor allem wie ultra squishy er ist, ne? Also lebensleistentechnisch. Ja, klar. Aber wenn du halt nicht getroffen wirst, brauchst du nicht viel Leben, ne? Ja. Da, so ein Ding, ne? Einfach sich da hinstellen, weil du weißt, okay, so trifft er dich eh nicht. That'll do. For this next boss, I plan on using a different incantation that's much less RNG and really fun to one-shot bosses with. Frenzied Burst is a sniper incantation. Crazy range and really fast moving. On top of that, I also purchased the cookbook for oil pots, which have a really useful effect of debuffing the enemy's fire resistance by 50%. But Wow. it only works for 1 instance of fire damage. That would be really bad on the Flame of Frenzy incant since there's so many bolts of fire damage, but with Frenzied Burst, there's only 1.
I also picked up Howl of Shabriri, and now is a good time to go over how buffs stack in this game. For damage, there's 4 categories of buffs: weapon, body, aura, and unique. You can only have one buff of each type except for unique. You can have as many unique buffs as possible and they will all stack. Weapon buffs won't matter for this run since I'm not actually using a weapon, so the only choice I have to make is one body buff, which includes Flame Grant Me Strength and Howl of Shabriri, and one aura buff, which includes the Golden Vow Incantation and Ash of War, as well as Rallying Standard. Let's also go through a buffing sequence for this fight. I start by drinking the Physic with the Faith tier and the Flame tier. This lasts for 3 minutes. I give myself Madness to get the buff from the helmet, which lasts 60 seconds. Then I cast the Golden Vow Ash of War, which lasts for 45 seconds. Then Flame Grant Me Strength with a 30-second duration. And finally, the Jellyfish Shield buff, which also lasts 30 seconds. Then, in this nicht fight lang so, ne? specifically, I use the Oil Pot to debuff the boss and cast Frenzied Burst. Nö, aber wenn du halt den Boss halt dadurch ja one-shottest. Okay. Ja, reicht's dann ja, obviously, schon klar. Oh Gott. 2322, wie viel hätte er denn gehabt? Ja, das ist die HP vom Boss ungefähr. Ach so, das ist ja... Okay. Oh, moin. That's not quite enough damage for Renala. So, to try to get more damage, I progress Vare's questline Ach, so that der I will can go auch to unbedingt die Mogwyn's Palace One-Shotten. Ja, ja. to get the Ancient Somber Smithing Stone for a max level seal. I also pick up the Golden Vow Incantation, which is just a better version of the Ash of War. Bigger buff, lasts longer, and doesn't require any equip load. Then I give Renala another try. Ist das so ein Ding, ich töte deine Töchter, dann kommst du raus? Ja, es gibt immer, du hast 3 Stück, die halt immer so golden scheinen. Well, this fight just is. Und wenn du die 3 umnietest, die sind mit One-Shot. So, egal was du kommt machst, dann fällt sie halt aus ihrer Blase runter und dann kannst du sie attacken. Isn't going to happen right now. But I'll be back later with an evolved version of this build with a different spell. But for that, I have to get to Consecrated Snowfield, so to progress the game, I pay Radon a visit. Not what I fucking wanted. Okay. Da stelle ich mir das halt schwer vor mit der ganzen Bufferei. Weil der halt, halt relativ lange braucht, um herzukommen. Und warum war hier jetzt Two-Shot okay? Weil er, weil der die Phase wechselt. Also der hat, ja, okay, bei einer okay. bestimmten Alles klar. Dingens wechselt der die Phase. One-Shot-Phase 1, One-Shot-Phase 2, okay. Genau. Okay. 4% klingt erstmal nicht so viel. Please pull that out like it's supposed to. Work our way up here. Der hat jetzt auch wieder einen Phasenwechsel, wo er sich bufft. There Und tschüss. it is. Beautiful. Ich hab so lange That's what we like to see. Ja, da war ich letztes Mal. Im letzten Stream bin ich bei dem angekommen. Godfrey. Aber auch nur 2 Versuche gebraucht. Oh lol. Da hat er ihm aber eine mitgegeben, ja. 33, 36. Und puh. Ah. Yep, okay, we did double 33, 36. And got there. Nice, let's fucking go. 20% HP ist below, okay. Das heißt, er muss sich dann absichtlich sozusagen... Genau, das heißt, er macht sich absichtlich Lowlife, damit er die 20% Schaden noch bekommt. Nice. 3,6, Alter. Homie. Hallöchen. Das ist auch immer noch so ein bisschen diese Zeitkomponente. Ja, er ist Tschüss. seit 7,5 Stunden ist er dabei. Ja, das meine ich ja. 'Halt. 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 'Halt.
I need you to... Not do that. I need you to jump, bro. Jump halt! Geht doch. Alright. Oh. Okay. Okay. Ich versiegel dich! Das ist halt. Okay. There we go. Shackled hat, okay. Oh god, didn't mean to roll. Egal. As I mentioned earlier, the true power of this build is locked in the consecrated snowfield behind Commander Nile. But the bad Da bin ich news jetzt is gerade. Genau da unten, wo es leuchtet, da stehe ich gerade. Lustig. Da mache ich gleich weiter. Nile is a difficult boss. Naja gut, sobald da andere sind, ist immer schwierig dann, I wenn du experimented squishy around bist. for a while to try to Ja. find an overpowered strategy In against der ersten him, but Phase there spawnt er wasn't halt one zwei available with the Typis. tools I had at the Aber wenn die time. tot sind, sind die tot. This Er holt, is glaube ich, keine the neuen. least overpowered fight Okay. of the run, but it will lead into the biggest jump in power for the build. Ich will ihn heute auch fertig machen, weil ich will seine Rüstung haben. Okay. Was bringt die dir? Also was ist so das Geile an der? Style. Okay. Style und relativ Okay. gute Defense. Nur momentan habe ich die Rüstung von Radan, aber die kann ich nicht ganz tragen, weil die zu schwer ist und dann fett roll ich. Und ich finde seine Rüstung relativ geil. Die hat auch, glaube ich, relativ gute Stats. Und dann könnte ich vielleicht respecken und kann ein bisschen was aus Kondition rausnehmen, aus meiner Stamina, damit ich nicht ganz so viel da reinpumpen muss und kann das auf Schaden mehr verteilen. Muss ich mal gucken. Nice. Why did that only do 2k? Ah. Because of this. Elden Ring, but my weapon randomizes every 5 seconds. Ist auch Yeah, wild. the buffs are running out. Ja, aber das geht halt wieder eine Stunde, ne? Kinda is what Ja. it is. So this fight is just the fight where we're least overpowered. Die hat Flame, okay. Okay. Okay, good. There she comes down. That's not great. Wow, okay. Okay. Gotta get up here. Drink this. Okay, and then I'm just gonna go for this. Okay. Let's go! Let's go, baby! Tschüss. Now that I have unlocked respecking at Renala, I switched the build up to be very high faith with the Erd Tree seal, since that will have better incantation scaling. I also progressed Millicent's questline until I, well, it doesn't matter what happened to Millicent. The point is, He Gowry's killed her. sad and I get a good talisman. I also progress Irina's questline until, listen, She's it doesn't dead. matter what happened to Irina. The point is, Edgar's on a murderous rampage, and I start feeding this suspiciously familiar-looking blind lady Shabriri grapes. We're doing this so that I can eventually get the Frenzied Flame seal and ending, but for the moment, I can't get past Moog in the sewers to finish the questline, so I go to take on other bosses and level up a little bit. Der hat so eine hohe Feuerverteidigung oder warum? Ja, der hat, glaube ich, der hat ein bisschen höhere Fire Resistance, ja. Und er macht halt einfach noch nicht genug Schaden. Okay. Kann ich halt nicht one-shotten. Und den muss ich gleich auch noch machen. Boah, der sieht auch böse aus, ey. Das ist der Boss aus dem ersten Dungeon. Endboss. Ja. Ich brauche halt den Talisman, den er auch braucht. it? Weil der bringt nämlich Race Attack Power mit Charge und Skills und ich hoffe, dass ich habe ja ein Schwert, was ich durch Jedi-Kräfte wie so ein Korkenzieher in die Gegner reindrehe. Und das chargt halt vorher auch und ich hoffe, das bringt halt 15% mehr Schaden da drauf. Muss ich mal gucken. Würde dir das schmecken. Auf jeden Fall. Vor allem, weil sowieso eigentlich brauchst du noch 2 andere Talismänner für den Bild, aber dafür musst du New Game Plus rein, damit du beide kriegst. Okay. Weil die beide von derselben Questline sind. Du Okay. musst dich halt für einen entscheiden. Come on! Ah, ist ja fast ein Double Kill. So Oh, das war ja richtig wenig.
weiß gar nicht, ob ich den Boss gemacht habe, aber ich glaube ja. Ich würde sagen, er trifft nicht so richtig. Alter. I don't think I'm gonna need the 10% madness buff. So I'm not gonna bother. Contagious Fury. Lol. Das war auch so ein bisschen wie so ein zweiter Dings-Durchgang. Also das war so ein Schemen von einem Boss oder war das richtig ein Boss? Das war ein richtiger Boss, aber der kommt später noch. Gather a couple of different buffs. The Cerulean Hidden tier will be really good for situations where I need to cast Unendurable Frenzy for longer. The Iron Jar Aromatic will replace my body buff, but will make me really tanky in return. Then I progress the Volcano Manor questline to try to get the Bull Goat armor set so that I can make a really tanky build whenever I need in the future. The problem is that requires defeating Makar, who has a fire resistance of 80%. But with the help of the Finger Maiden set, which has really high focus, which makes the Madness bar longer, and the Clarifying Horn Charm +1, which also makes the Madness bar longer, I managed to do this. Einfach 1,5 Stunden, um die Sachen zu holen und rauszufinden, ne? Das ist so der Wahnsinn. Guck mal, wie lang die Madness bar jetzt ist. Okay. Hört einfach nicht mehr auf. Sasuke! Die Feuerblumen müssen einfach blühen. Alright. Host vanquished. Ja, und das ist die beste Armor im Spiel. Hat halt die höchsten Werte. Aber die ist halt scheiße schwer. So sieht sie auch aus. Now it's time for probably the most concerning fight on the run. Fire Giant. The good thing about Fire Giant is that he has really long attack windows. The bad thing is he's very resistant to fire and has a huge health bar. But I have a plan. First, I need to get the Incantation Scarab helmet to reduce the cost of my incantations, as well as the Primal Glintstone blade to also reduce the cost of my spells. Then I respec into a very high faith and pretty high mind build, and the last items to gather are the optimal armor set for maximum frenzy resistance. Corrin's robe is the highest resistance chest piece, and the mushroom arms and legs are the highest resistance pieces in those slots. With that build set up, I was able to do this. Mushroom arm and legs. Ja. Oh, weil ebenso 23 Ja, moin. Good RNG, Das come on. ist der Do it for me. Fire Do it Giant. for me. Do it for me. Ist das Der dämlich. Fire Giant verreckt einfach durch Fire. Er hört nicht auf. Oh, dude. Remember when I said I would sacrifice Melina to light the Erd Tree on fire if you didn't subscribe? Well, here we are, and it's all your fault, Steven. Maybe next time you'll listen. Oh, auf die habe ich gar keinen Bock. Alles, was so Doppelding ist, ist auch Schmutz immer schon gewesen in allen Teilen. Das Problem ist ja, die teilen sich ja eine Health Bar. Das ist ja wenigstens noch das. Also, das ist gut und schlecht zugleich. Wenn du die unabhängig halt voneinander genauso halt umbringen kannst. Aber dafür musst du halt schnell sein. Oh. Er sieht auch wild aus, der Junge. What happens though? Warum? Right in the middle of recording this run, patch 1.09 released, which caused a lot of bugs with mini spells not working with most buffs. I can fix this by down patching to 1.08, but just know that until these bugs get fixed, this run isn't possible on current patch.
After that, I set up my strategy for Placidus X. The Crimson World bubble tier says it converts damage to health, but that's not what it does at all. Instead, it just makes you immune to elemental damage for 15 seconds. The items are aromatic, will make it so that I have maximum stagger resistance and won't get my attacks interrupted. And the last thing I gather is the Great Hood, which gives the highest frenzy resistance out of any helmet. With that setup, I have this completely ridiculous fight against Placidus X. Drink this. Dieser Hut, Einfach ne? auch so fancy. Ja, der ist schon sehr Ku Klux Klanig. Not gonna lie. Okay. Einfach drauf. Ja, es juckt ihn gar nicht. Einfach drauf. Ja, er geht auch mal ganz langsam so nach vorne. Er macht keinen Progress, aber er geht ganz langsam nach vorne. Sewer Moog is a real big problem. Since he's an optional boss, on most challenge runs, I would just skip him if he was too difficult, but on this run, a frenzy run, it doesn't feel right to not get the frenzy ending. Because of his 80% fire resistance and pretty big health bar, there's not really an easy way to defeat him, so I beat him in a close to normal fight. The build is obviously still very strong, even with these awful circumstances. That lets me gather the final frenzy incantation. Fortunately, this is the worst one, so it's not really needed. The Frenzy Flame ending and the Frenzy Flame seal. This seal will still buff my incantations in my offhand, so I can still get the better scaling from the Erd Tree seal and just replace the Jellyfish Shield's 20% buff with the Frenzy Flame Seal's 20% buff, except the seal is no equip load and has 100% uptime. After that, I pay my favorite Carrion Knight a visit. My child. Toll. Okay. Yes, my son. My Schau mir son. ins Gesicht. Er ist seit 18 Stunden am Stück. Das ist Ich schon... weiß nicht, ob er es am Stück gemacht hat. Er hat zwischenzeitlich mal ein neues T-Shirt an, also nicht ganz, nee. Für 18 Stunden sieht er auch noch sehr, sehr fit aus. Ja, allein für das Projekt halt so viel, ne? Which is apparently not that long. Pia hat ja ganz schön aufs Maul gehauen. Ja, lol. Gut. Oh, überlebt. Blöd. Und dann eine geschellt. Oh, wieder. Muss hier noch eine schellen. Does this just do flat damage or something? Yeah. Ja. Na, Yeah. finally. Yeah. Das ist so schmutzig. All right. I'm pretty sure Frenzied Burst isn't gonna work. But hey, we'll try. Does that dude have oil? No. Okay, somebody does. Who got oiled? Is it Der you? nicht dicke. Somebody got oiled. Ow, son of a... Yeah, okay. Eieiei. Okay, we just need to go put on Unendurable Frenzy. Die sind And noch then fies so. clown on him. Boah, Junge. I gave myself... Ah, fuck. Okay, hold on. Was bedeutet Madness in dem Kontext eigentlich konkret? Also, was ist dann los? Madness macht dir selber Schaden. Und ich glaube, du kannst dann kurzzeitig nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's halt nie gespielt, ich hab's immer nur abbekommen. Dass ich dann Madness wurde. We put the focus armor on. Boah. Alright. Alter Vieh. Weg mit dir, du Schmutz. Ah, ja, Oh. perfekt. Okay, why was I not sprinting? One-Shot geht auch in die andere Richtung, Brudi. Boah. Okay, lightning did stagger me, and I think okay. There's maybe something there, though. Beating Enemy with Invisible Enemies muss auch fies sein.
Alter. Warum? Let's go, dude. For Malekith, I Aber found a geschafft. really fun strat. To start, it's a tank build with Iron Jar Aromatic and the Bull Goat set. I use this to poise through the attacks, but the cornerstone of the build is actually the Stone Barb Crack tier, which makes your attacks do more stagger damage. You'll see why that's important in a moment. Okay, and so now I do this Face. and this. Der sieht auch so geil gemacht aus, einfach der Boss. Cool. Einfach weggemacht, ey. Halt's Maul. Wow. Well, hit about half of his health. So, und dann macht er jetzt genau was, damit es mehr ist jetzt als die Hälfte. Achso, er nimmt jetzt den anderen, okay. Nimmt immer den anderen. Äh, Das ist der Geist, der gerade bekämpft hat. äh. Und jetzt ist Ja, es genau. halt in echt. Loretta, burn! Brenn, Hexe, brenn. Oh, ganz eng. Ganz eng. Ich hab gesagt, als er angefangen hat, dann zu sagen, ob das was wird? Nee. Dysfunction? Barrier of gold. Wife left you? Barrier of gold. You lost Barrier the of house? gold. Barrier of gold. Your children don't love you? Barrier of gold. Richtig. Wächter. And now that's going in the Meine Kinder lieben mich aktuell. Sie durften Nintendo Switch spielen. Oha. Enormously reduces. Okay. Guck mal, der nervigste und stärkste Boss im ganzen Spiel. Echt? Ja. Melania ist Hilfe. Weil ich muss sie zweimal machen. Weil das zweite Mal I dann. kinda need to give myself madness here to reset it. Das zweite Mal hat sie dann Flügel. Oh ja, sie sieht sehr walkürig aus. Sie heilt sich mit jedem Schlag. Oh, was? Ja. Und kann dir Dot Goddess of Damage. God. Kann dir Dot Damage machen. This is gonna be fucking easy, dude. Hat eine absolut abgefuckte Attacke. Greift schneller an als alle anderen danach. Hör mir auf. Was ist sie lore-technisch? Ist sie irgendwie... Hast du beim Elden Ring auf Hessisch nicht aufgepasst? Ja, deswegen doch, weil sie kommt mir bekannt vor und ich krieg's nicht mehr zusammen. Sie ist die war- Tochter von Malika und Radagon. Okay. Weil dieses Rot... Okay, tschüss. Lou seemed like he was going to be a really hard fight because he has a bunch of really high stagger moves and grabs, things that would interrupt my attack and cause me problems. So I spent forever trying to come up with a clever strategy that would work problems. The high War ja gerade. is gonna be trying to 2019. come up, just try attacking him full Unga Bunga caveman style. And after hours of Unga Bunga. experimentation, I gave that caveman strat a try, and this happened. Vor allem After Hours. Das ist Ja, eine Stunde. 2 Hours. Ich hatte die Frage, ob er das andere so mitzählt dann, weißt du? Wenn das so Offscreen-Zeit ist. Das kann natürlich sein. So Practice. Ja. For the final boss, Radagon and Elden Beast, I spent a while theory crafting in an effort to Ich habe one-shot deine both of the Tochter bosses. getötet. I managed to beat Radagon with just one cast. alles von but ihm getötet. Elden Beast, man, he's slippery and has a huge health bar. So, despite my best efforts, I couldn't really one-shot him. So I decided instead, I'll still make the build look really powerful on this fight, but it's also going to be a stylish boss fight, using all the Frenzy Flame spells just to really show off the whole range of these spells and this build. Am I too far out, dude?
Wusch. Okay. Yeah, buddy. Der Gerd. Yeah, buddy. Yeah, buddy, dude. Oh, yeah. Schuss. Used all the spells. Kept the Fast ein ganzer stagger Tag, up. ne? 23, Fried him 54. before he could attack. It was so good. Oh my god. Thanks for watching the whole video. If you like this one, I'm sure you'll also ganzer like the Tag. other run popping up on your screen right now. I'd also like Also für jeden, der sich für Elden Rings Challenge-Videos interessiert, er hat ein paar davon. Ganz Hat er. paar. Und In sein dem Sinne- Kanalbild ist ja nur wild. Richtig. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.